Hallo, herzlich willkommen zum Part 4 meiner Konami-Sammlung. Ja, da haben wir schon mal Shalom drauf liegen. Das ist jetzt ein Rollenspiel. Das ist der dritte Knightmare-Teil. Aber das Spiel ist komplett anders, kann man sagen. Der Hauptcharakter trägt immer ein Schwein mit sich rum. Es hat eine relativ lange Spieldauer. Das Problem an dem Spiel ist halt diese japanischen Schriftzeichen. Ich habe mal probiert, das zum Spielen, aber ich komme da einfach nicht klar mit dem Spiel. Ja, so, hier haben wir was ganz Besonderes. Das ist der Game Master 2. Das ist ein Cheat-Modul. Das ist die Nummer RC755. Also das Modul ermöglicht jetzt zum Beispiel bei Metal Gear, dass man auf Diskette abspeichern kann, weil Metal Gear 1 kann man ja nur auf Kassette abspeichern. Wenn man jetzt das Modul reintut, kann man jetzt auch auf Diskette abspeichern. Das ist also schon ein relativ wichtiges Modul für mich gewesen, gerade weil ich ja Metal Gear Fan bin. Ich habe das viel gespielt und mein Kassettenrekorder, also mein Datenrekorder, ging damals kaputt und ich habe keine Möglichkeit mehr gehabt, Metal Gear zum Spielen. Daraufhin habe ich nach dem Modul geguckt. Es ist natürlich hier in Europa schwer zu kriegen. Es hat noch SRAM mit verbaut. Außerdem beinhaltet das Modul noch zwei Pong-Spiele und so eine Art Biorhythmus-Software. Ja, ob man es braucht oder nicht, keine Ahnung. Man sieht es gerade hier unten, der Biorhythmus und hier die Pong-Spiele. So, dann haben wir hier Pennant Race 1. Das ist ein Sportspiel, also ein Baseballspiel. Ja, es sieht jetzt schlecht aus. Soundtechnisch ist es gar nicht schlecht. Hat auch den SSC Soundchip verbaut. Wer den Sport mag, für den ist das ein interessantes Spiel. Es ist halt auch wieder eine japanische Ausführung, wie ihr seht. Da kann ich mal aufmachen. Da hat man zum Beispiel hier solche Karten, wo man sich registrieren lassen kann. Dann noch ein bisschen Werbung. Hier die Anleitung. Kann man da sehen. Es ist halt alles Problem, sind die japanischen Schriftzeichen. Das Modul. Ja, wer so Sportspiele mag, für den ist das interessant. So, hier haben wir natürlich jetzt ein ganz anderes Kaliber. Das ist jetzt Salamander. Das ist ein Shoot'em Up. Das ist ein Spin-off der Kratos-Reihe mit neuen Ideen wie einigen Leveln aus der Vogelperspektive und einen richtigen Zwei-Spieler-Modus. Den habe ich sehr viel mit meinem Freund zusammengespielt. Um das richtige Ende zu erreichen, muss man das Modul von Kratos 2 im anderen Modulschacht haben. Das ist, weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das hier jetzt selber ist die japanische Version. Ich habe hier auch noch die europäische Version. Ihr seht, die Hüllen sind kleiner. Das ist jetzt quasi die europäische, also die habe ich hier in Deutschland gekauft. Und das ist die japanische. Das ist ein super Spiel, das muss man haben, bin ich der Meinung, in jeder MSX-Sammlung. Allerdings nicht billig und schwer zum Kriegen. So, und da gleich der nächste Kracher, Paraudius.
Ihr seht hier das Mega-ROM, SSC Soundchip, SRAM tauglich, das Spiel. Das ist jetzt auch ein Shoot'em Up. Das ist eine Parodie zu den Kratos-Spielen. Da sind sie einfach hingegangen und haben mit lustigen Gegnerdesigns aus anderen Konami-Spielen. Da kann man Charakter wählen, wie zum Beispiel jetzt den Pinguin, den Pentaro oder den Goman oder den Ritter Popolon aus den ersten Knightmare. Das ist echt interessant gemacht. Also ich finde das Spiel brutal lustig, allerdings auch schwer. Aber es gehört einfach auch in eine Sammlung rein. Also es muss man haben. Es ist allerdings auch nicht mehr billig wie alles bei MSX und Konami. So, jetzt hier habe ich nur das Modul. Das ist Kings Valley 2. Das ist RC 760. Das ist ein Puzzle-Action-Spiel. Das ist dasselbe Prinzip wie der erste Teil, aber mit deutlich mehr Stages und hat einen Map-Editor. Es ist auch, ich kann es euch gleich zeigen, unter RC 761 als MSX2 Version erschienen. Grafik wesentlich besser wie die hier, die MSX1 Version. Soundtechnisch sind sie gleich. Es hat auch SSC Soundchip, SRAM tauglich, das Modul auch. Ist auch ein Mega-ROM. Der einzigste Unterschied liegt in der Grafik. Grafisch macht das Spiel wesentlich mehr her gegenüber dem. Und wie gesagt, wenn ihr eine Version und habt einen MSX2-Rechner, kauft die, sie ist besser. Allerdings hat es diese Version nur in Japan gegeben, nicht in Europa. Und dadurch ist es schwer und teuer zu bekommen. So, und gleich der nächste Kracher, Nemesis 3. Das Modul RC764. Wie ihr seht, SRAM-tauglich, SSC Soundchip, Mega-ROM. Ob ihr jetzt ein MSX1 oder MSX2 habt, macht keinen Unterschied. Die Grafik, alles bleibt gleich. Weil im Endeffekt ist es nur ein MSX1-Spiel. Hat einen bombastischen Sound, der gefällt mir. Grafisch finde ich, haben sie viel aus der MSX1-Maschine rausgeholt. Ja, es ist einfach ein brutal gutes Spiel. Es ist ein Shoot'em Up. Es ist wie die anderen Spiele auch. Muss man haben, kehrt in die Sammlung rein, aber sehr schwer zu bekommen. Ihr seht, ich habe hier auch nur die japanische, weil die europäische Fassung ist noch schwerer zu kriegen wie die japanische. So, dann haben wir hier Pennant Race 2. Das ist wie Pennant Race 1, ein Baseballspiel. Ja, grafisch finde ich vielleicht eine Idee besser. Soundtechnisch kein Zweifel, ist es gut. Hat er auch wieder den SSC Soundchip, SRAM-kompatibel. Aber ja, das Problem, viel Schriftzeichen. Der Sport gefällt mir an für sich so et. Gibt es allerdings auch nur in der japanischen Fassung. So, dann haben wir hier was ganz Exklusives. Das ist Space Mambo, RC768. Ihr seht's, SSC Soundchip, Mega-ROM, MSX2 und 2 Plus. Der Unterschied hier hat was mit dem Scrolling zu tun. Beim 2er ruckelt es extrem, beim 2 Plus, der 2 Plus hat ein schönes Scrolling. Das Spiel selber ist ein Shoot'em Up. Es ist grafisch extrem gut. Soundtechnisch auch. Es ist den Kratos-Spielen technisch total überlegen, auch grafikmäßig.
und es war exklusiv auf dem MSX-Rechner. Also ich weiß nicht, es gibt das Spiel auf keinem anderen System. Das Spiel ist sehr schlecht zu bekommen. Hat es damals nur in Japan gegeben. Es ist auch eins von den letzteren Releases, was Konami gemacht hat. Ich selber habe sehr lange auf dieses Spiel gesucht, bis ich das bekommen habe. Ich habe es jetzt hier komplett und noch in einem relativ guten Zustand. Ja, es ist sehr teuer, aber wenn man das Spiel hat, das lohnt sich. Also das Geld kann man gut investieren. So, und hier haben wir jetzt was ganz Exotisches. Das ist Green Beret. Der hat die Nummer KN327. Das ist ein Shoot'em Up. Ja, das ist das einzigste Spiel, wo Konami UK veröffentlicht hat. Ja, was soll man sagen? Das Spiel ist zwar ein teures Spiel, aber es hat eine extrem schlechte Steuerung. Der Soundtrack ist nervtötend. Es ist kein gutes Spiel. Wo ich das damals gekauft habe, war ich total enttäuscht über das. Ich habe mir das an für sich anders vorgestellt. Ja, es ist schon schwer zum Bekommen. Brauchen tut man es nicht, wenn man es nur spielen will, weil dann lohnt sich das. Es gibt bessere Versionen. Ich glaube auf dem C64 und so. Die Versionen sind besser, weil der Sound ist so nervtätig. Katastrophe. Naja, dann täte ich sagen, dann sind wir hier soweit durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like da oder vielleicht in den Kommentaren, wenn ihr noch etwas wissen wollt oder Anmerkungen zu den Spielen habt. Ich werde jetzt nur mal ein Video machen, weil ich habe jetzt hier noch ein paar Diskettenspiele, wo auch Module dabei sind, wo auch von Konami sind. Dann täte ich sagen, dann machen wir da nur ein paar draus. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also, tschüss!